Alles geht zurück auf Energie, Energiefelder, die sogenannten bösen Entitäten. Wir sind ein Energiefeld. Es gibt Energiefelder, die sehr, sehr niedrig sind und sie können uns beeinflussen. Aber wenn wir bekräftigen, wer wir sind, was wir sind, das Licht des Bewusstseins, Ganzheit im Ausdruck, es löst sich auf. Willkommen zurück in der Show amtierende Championess Susanne Giesmann. Wie geht's, Susette? Mir geht's gut. Ich sah ein anderes Video von dir und weiß, du sagst das zu allen Mädchen. Oh. Wenn sie zurückkehren, ist jeder ein zurückkehrender Champion. Ich würde gerne für jeden der zurückkehrende Champion sein, wenn sie zurückkommen. Aber ehrlich gesagt glaube ich, das ist bereits das 4. Mal. Nummer 4. Sie sind in einem exklusiven Kreis. Nicht viele haben 4 erreicht. Bin unsicher. Hatte ich schon 4 Mal jemanden? Ich glaube, sie sind dabei. An der Spitze des Angriffs stehen. Es ehrt mich, über den Fehler mit Ihnen zu plaudern. Ja, das weiß ich zu schätzen. Immer wenn wir zusammenkommen, scheint es wirklich bei den Leuten anzukommen. Denn unsere Folgen laufen im Allgemeinen gut. Schon, ja. Viele Leute hören es. Mach weiter. Du sagtest, das ist eingerichtet. Vom Geist her habe ich Gänsehaut bekommen. Also heute wollte ich über ein paar Dinge sprechen, aber ich möchte über Geistführer sprechen. Ein wenig über dunkle Energien, dunkle, in Anführungszeichen, Kräfte reden, von denen ich viel gehört habe. Viele meiner Anhänger und Stammesmitglieder, wenn man so will, fragen nach solchen Dingen, weil da Angst ist. Und ich möchte etwas Licht ins Dunkel bringen, denn die einzige Möglichkeit, mit so etwas umzugehen, ist, Licht darauf zu werfen und nicht sich in die Ecke zu verkriechen. Aber dazu kommen wir gleich. Also ich möchte über Geistführer sprechen, denn das ist etwas, der Ausdruck Geistführer findet heutzutage häufig Verwendung, genauso wie Begriffe wie die andere Seite und ähnliche Konzepte. Es gibt jedoch einige Missverständnisse bezüglich Geistführern sowie Engeln, Erzengeln und dergleichen, da diese Begriffe zunehmend zu modischen Schlagworten geworden sind. Man hört oft den Rat, sich mit seinen Geistführern zu verbinden und ähnliche Empfehlungen. Hättest du mir diese Frage im Jahr 2006 gestellt, hätte ich wahrscheinlich gelacht und gesagt, das ist nett. Lass die Leute doch an ihre Geistführer glauben. Das ist eine schöne Sache. Ich selbst habe nicht an sie geglaubt und hielt die Idee für albern. Nach meinem Ausscheiden aus der Marine veränderte der Tod meiner Stieftochter mein Leben grundlegend. Trotz Meditation und beginnender Sensibilität für das Übersinnliche zweifelte ich an Geistführern. Doch wenn es Zeit ist, ihre Existenz zu erkennen, offenbaren sich diese nicht physischen Helfer unmissverständlich. Meine Erfahrungen mit meinem Hauptführer und anderen Wesen jenseits des Schleiers, einschließlich der Führer anderer Menschen, waren stets von Beweisen untermauert. Sie gaben mir Kenntnisse preis, die ich unmöglich haben konnte, und zeigten mir Zeichen, die so klar vor mir erschienen, dass ich vor Staunen erschauerte. Sie wissen genau, wohin ich am nächsten Tag gehe. Einer meiner Führer wies mich einmal an, ein Buch zu nehmen, das ich nie geöffnet hatte. Es war in einem Bücherstapel, als ich unterwegs war. Nimm jetzt dieses Buch, sagte er. Ich folgte, öffnete es und las. Er sagte, nein, blätter weiter nach hinten. Er betonte, im hinteren Teil des Buches, decke das Spezifische auf. Ich öffne es und sehe ein Bild eines Ortes, wo wir gestern waren, 3200 Kilometer von meinem Zuhause. Unten ist eine Adresse, an der wir vorbeikommen, 16 Kilometer nördlich von mir. Wie wusstest du mir genau dieses Buch jetzt zu besorgen? Sie haben den Überblick. Sie sehen das große Ganze. Deshalb weiß ich absolut, dass Geistführer real sind. Nun, um auf deine Frage zu antworten, Irrtümer, die die Leute haben. Manche denken, dass viele unserer Verstorbenen zu unseren Geistführern werden, sobald sie gehen. Manchmal kommt es vor, aber nicht allzu häufig. Man muss auf der anderen Seite des Schleiers ein bestimmtes Niveau der Seelenevolution erreichen, bevor man in der Lage ist, andere Menschen zu führen. Wir entwickeln uns also immer noch weiter. Der Geistführer hat also schon einige Runden gedreht. Wir haben echt, jeder hat mindestens einen Hauptgeistführer. Meine Führer scherzen, dass oft gefragt wird, ob Schutzengel und Geistführer dasselbe sind.
Laut ihnen ist das nicht zwingend so. Besonders tollpatschige Menschen haben einen eigenen Schutzengel dazu. Bevor du weitermachst, muss ich dir diese Geschichte von jemandem erzählen, der eine Nahtoderfahrung hatte und mit der Fähigkeit zurückkam, Engel zu sehen. Und ich liebe diese Geschichte einfach so sehr. Sie fuhr eines Tages im Verkehr und da war dieser Typ neben ihr, der einfach hupte und schrie, beweg all das Zeug. Und sie drehte sich um und sein Engel saß auf dem Beifahrersitz und er war so 3 Meter groß, zusammengeduckt auf dem Sitz. Sie sprechen nie, denn sie sieht sie ständig, aber sie sprechen nie mit ihr. Und dieser Engel drehte sich einfach zu ihr und machte einfach. Er zuckte nur mit den Schultern und schaute weiter. Und ich dachte mir nur, das ist doch, was soll ich schon machen? Ich fand's einfach nur witzig. Sie haben doch Humor, nicht wahr? Oh, absolut. Oh mein Gott, manchmal frage ich beim Blick in den Himmel, welches Zeichen mir gesendet wird, um unser Gespräch zu bestätigen. Dann sehe ich sie und es scheint, als flüsterten sie, es wird gut, weil wir haben einen guten Grund dafür. Doch betrachten wir weitere Missverständnisse. Ich erinnere mich, lange bevor ich an Geistführer glaubte, wäre ich fast eine Treppe hinuntergefallen, die zur Garage führte. Ich hätte wohl nicht überlebt. Mein Kopf hätte zuerst den Zement getroffen. Es war ein seltsames Gefühl, als würde ich rückwärts gezogen werden. Mikro gerade fallen gelassen. Alles kein Problem. Ich erinnere mich, wie ich sofort aufstand und dachte, was ist passiert? Ich war mitten in meiner Marinekarriere, glaube ich, war damals Kommandeur. Ich dachte, vielleicht bildete ich mir das ein. Doch heute weiß ich, es war einfach noch nicht meine Zeit. Lass mich dir diese Frage stellen, Suzanne. Was würdest du Skeptikern sagen, die das im Jahr 2006 sehen würden? Wie würdest du sie zum Nachdenken anregen? Ich sagte, es ist okay, skeptisch zu sein. Zweifel sind normal. Doch wenn du ein friedlicheres, angenehmeres und fließenderes Leben anstrebst, das von einer inneren Führung geleitet ist, dann sei offen und experimentiere mit dem Gedanken. Stell einfach die Frage. Also gut, wenn ich wirklich einen geistigen Führer habe, zeige mir ein Zeichen, halte kurz inne, bis dir etwas einfällt. Und nenne es dann wie etwa einen rosa Elefanten. Ich sagte mal zu jemandem, man solle realistisch sein und nicht um etwas wie einen rosa Elefanten bitten. Doch am nächsten Tag sah ich während einer Radtour bei einem Autohaus einen lebensgroßen rosa Elefanten. Mein Beispiel wurde ad absurdum geführt. Aber Alex, das Interessante ist, dass, wenn wir uns erlauben zu träumen und solche Fragen stellen, in dieser Pause deine geistigen Führer dir die Antwort ins Bewusstsein pflanzen, im Wissen, dass du das Erbetene bald sehen wirst, auch wenn du meinst, es sei nur Einbildung. Wenn du das subtile Spiel fortführst, magst du denken, vielleicht geschieht hier tatsächlich etwas, sofern du gewillt bist, den Blick zu weiten. Dann magst du fragen, was ist es? Ich muss es sofort wissen, das Unbekannte. Und du einfach, beachte jeden Gedanken, der dir kommt, soll ich dies oder das tun? Entscheide und handle danach. Einige mögen behaupten, es sei Intuition. Oft ist es auch so. Doch deine geistigen Führer kommunizieren tatsächlich mit dir. Sie sind einfühlsame, intelligente, kreative Wesen. Nun, ich möchte Ihnen eine Frage stellen, denn Sie sagten etwas sehr Interessantes. Sie pflanzen die Idee in Ihren Kopf. Lassen Sie uns das genauer betrachten, denn viele Leute, sie denken einfach, es steht buchstäblich ein Kerl oder eine Dame neben Ihnen, so als würden Sie anstupsen oder in die richtige Richtung schubsen. Aber es ist viel mehr als das. Es ist ein bisschen zu viel. Können Sie diesen Prozess des Ideen-Einpflanzens erklären? Denn so oft in unserem Leben stehen wir da und denken, sollen wir links abbiegen oder rechts? Und dann gehen wir einfach nach rechts und es ist, als hätte etwas uns dazu gebracht, nach rechts zu gehen. Soll ich mit dieser Frau ausgehen? Soll ich es nicht tun? Soll ich heiraten? Soll ich nicht heiraten? Soll ich den Job annehmen? Soll ich den Job nicht annehmen? In dir existiert etwas, das häufig Lärm macht. Du kannst es spüren. Einige bezeichnen es als deine Intuition. Intuition. Doch oft ignorierst du sie zu deinem eigenen Nachteil. Wie sind deine Erfahrungen damit? Absolut. Nicht all unsere genialen Gedanken sind unsere eigenen. Hör auf damit. Platze deine Blase. Mein Ego ist gerade am Weinen. Und wenn wir das erkennen und dankbar sind, wie, oh danke, dass du mich davor bewahrt hast, mich zum Narren zu machen oder so, dann nehmen genau diese Arten von Gedanken diese hilfreichen Momente zu, denn wir erkennen, ich bin nicht allein in dieser Sache.
Ich muss nicht alles selbst machen. Also müssen Führer nicht mit Worten kommunizieren, sondern sie senden einen Gedanken. Wir würden sagen telepathisch. Es wird in deinem energetischen Feld empfangen. Die Energie trägt eine Schwingung, das ist die Information, in der Frequenz. Und das Gehirn übersetzt es in einen Gedanken oder Worte. Und weil es nicht mit einer Stimme kommt, klingt es wie die eigenen Gedanken. Was ist der Unterschied, wenn ein Geistführer Ideen oder Gedanken in deinen Verstand legt, um zu helfen? Im Vergleich zu Intuition oder Bauchgefühl? Oder ist es dasselbe? Letztendlich ist es alles dasselbe, denn letztendlich sind wir alle Teil eines Meeres oder Feldes des Bewusstseins. Also manchmal ist es wirklich schwer zu unterscheiden. Und ich frage mich immer, spielt das eine Rolle? Wenn es heilende Wirkung hat, dann sollte man dem folgen. Man sollte nicht etwas befolgen, das nutzlos oder sogar schädlich sein könnte. Intuition ist, wenn dein Energiefeld sich einstimmt und weiß, dass es die richtige Handlung ist. Die Führung eines Wegweisers kommt manchmal in Form eines sanften, liebevollen Befehls. Tu dies jetzt. Ich erinnere mich an eine Gelegenheit im Bundesstaat New York. Ich kannte mich auf den Straßen nicht aus und erreichte eine Kreuzung auf einer Landstraße, als eine Stimme sagte, Halt. Es war so deutlich, dass ich sofort anhielt. Ein typisches Szenario. Ich sah das Stoppschild nicht und ein Auto kam schnell von der Seite. Ich wäre T-förmig gerammt worden. Ja, also, deine Intuition schreit nicht Halt. Sie ist Teil deines Energiefelds, deines persönlichen Felds. Ein Führer ist ein individualisierter Aspekt des Bewusstseins, wie wir, aber mit größerem Überblick. Also ist Absicht oder Intuition enger mit unserem höheren Selbst verbunden? Oh, ja. Mehr als ein Geistführer oder einer der anderen Charaktere, die unser Team ausmachen, was? Lassen Sie uns einen Moment darüber sprechen, denn so viele Menschen verstehen Sie nicht, dass wir nie wirklich allein sind. Niemals. Selbst in dunkelsten Stunden sind sie da, um zu helfen. Aus meiner Erfahrung, oft helfen sie erst, wenn man darum bittet. Sie mischen sich nicht ein ohne eine Bitte darum. Natürlich, halt, plus andere Kleinigkeiten, Gedanken, Ideen. Meistens, wenn ich am Ende meiner Kräfte bin, brauche ich deine Hilfe. Doch nur, wenn ich darum bitte. Oft halten sie sich zurück, was schon viel aussagt. Zeiten, darauf kommt es an. Es ist nicht so, dass sie grausam sind und sich zurückhalten, aber denken Sie an die Analogie eines kleinen Babys, das laufen lernt und die Eltern lassen es ein paar Mal stolpern, denn so lernt und stärkt man die Beine. Aber wenn das Baby weint und ruft Mama, Papa, dann hebst du das Baby auf, nicht wahr? Oder wenn das Baby einem Abgrund zusteuert. Genau darum geht es. Wenn es nicht deine Zeit ist und wir haben tatsächlich bestimmte Ausstiegspunkte, aber wenn es nicht deine Zeit ist, dann wird dein Führer manchmal sanft eingreifen müssen und dir sagen, Stopp. Und wir werden gleich über Ausstiegspunkte sprechen, denn ich bin fasziniert von Ausstiegspunkten, was die Truppe auf der anderen Seite angeht. Die bunte Mannschaft, wenn man so will, aus Führern, Erzengeln, Engeln, Verwandten. Wer zu diesem Team gehört, das immer um uns ist und einige davon. Spieler tragt es vor. Das ist es. Es gibt andere aufgestiegene Meister, die erscheinen und verschwinden können. Es könnten verschiedene Energien sein. Schreibst du etwa eine Komödie, mag Robin Williams auftauchen, dir Schwung verleihen und entschwinden. Es ist ein verborgener Alex mit unglaublichen Interaktionen. Ja, was meinst du dazu? Es gibt mehrere Ebenen. Tatsächlich zeichnete ich heute eine Diskussionsrunde auf mit eine weise Frau, Patricia Cota-Robles vom Humanities Team, organisiert den Global Oneness Summit und hat seit über 50 Jahren Zugang zu höheren Ebenen. Sie erreicht Dimensionen, die über die aufgestiegenen Meister hinausgehen, bis hin zu planetarischen und galaktischen. Sie nannte Namen. Ich gestand live, dass dies momentan über meinen Horizont hinausgeht, da ich keine Erfahrung mit diesen Sphären habe. Ich kann nicht ins Detail gehen, aber zweifle nicht an höheren Sphären. Wir sind Teil unbegrenzter Möglichkeiten. Das ist Bewusstsein. Es lässt sich nicht in eine Schachtel stecken. Wir denken in Dimensionen und oft fragen Leute, ob es die dritte, vierte oder fünfte ist. Ich sage, fließt damit und nutzt, was euch hilft, euch weiterzuentwickeln, höher. Kehren wir zu den Ausstiegspunkten zurück.
Meine Erfahrung aus zahlreichen Gesprächen mit Menschen, die eine Nahtoderfahrung erlebt haben, ist, dass ihnen oft gesagt wurde, dies sei ein vorherbestimmter Ausstiegspunkt in ihrem Leben gewesen. Sie sind immer geplant, soweit ich verstehe. Korrigieren Sie mich, wenn ich irre. Es mag ein oder zwei Ausstiegspunkte geben. Vielleicht sagen Sie, hey, nach der Operation sind Sie Narkose und Sie sind weg und möchten Sie gehen? Wollen Sie aufbrechen? Es gibt Momente in Ihrem Leben, ist das richtig? Das entspricht meiner Auffassung. Beweisen können wir das erst, wenn wir auf der anderen Seite sind. Ich vertraue bestimmten Dingen, weil ich Informationen durch Gespräche mit Seelen jenseits des Schleiers erhalte. Sie geben mir unterschiedliche Informationen über sich, erzählen von ihrem Tod und ihrer Arbeit. Sie liefern mir, was ich Gold Nuggets an Beweisen nenne, Dinge, die ich unmöglich wissen könnte. Wenn sie über ihre Ursprünge sprechen, vertraue ich ihnen, da es zum selben Informationsfluss gehört. Also vertraue ich dem Konzept der Ausgangspunkte. Es ist schwierig und ich überlege, ob ich das Thema ansprechen sollte. Doch bei Selbstmord sagten meine Führer, wir planen nicht, uns das Leben zu nehmen. Oder wir beabsichtigen nicht, ermordet zu werden. Denn es wurde mir gesagt, dass niemand mit dem Vorsatz, jemanden zu töten, hierher kommt. Es ist eine Entscheidung des freien Willens. Doch manche wählen auf Seelenebene sehr herausfordernde Leben. Und diese Geistführer jenseits des Schleiers, die bei der Inkarnation begleiten, fragen, bist du sicher, dass du diese Herausforderung wie eine psychische Krankheit oder diesen Körper annehmen willst? Er ist anders verdrahtet, was manche als psychische Krankheit sehen. Bist du sicher, dass du das bewältigen willst? Vielleicht willst du frühzeitig aussteigen. Wir raten zwar ab, aber es bleibt eine Option. Es ist wie ein Stell-mich-auf-Trainer. Eine meiner beeindruckendsten Lesungen war, als ich den Sohn einer Klientin durchbrachte, der mir zeigte, dass er Suizid begangen hatte. Er offenbarte mir das enorme seelische Ungleichgewicht, das er lebenslang erlitt. Seine Mutter bestätigte dies und er sagte, beim Durchqueren des Schleiers empfing ihn sein Geistführer, der äußerte, überraschend, wie lange du ausgehalten hast. Das verursacht bei mir Gänsehaut. Es stellt die Dinge in das rechte Licht. Nun, lassen Sie mich fragen. Sie erwähnten psychische Erkrankungen. Es gibt im Westen, wir kämpfen aktuell mit vielen psychischen Erkrankungen. Nicht nur diese, sondern auch ähnliche Probleme wie Alzheimer-Krankheit, eine Demenz, bei der man nicht mehr da ist. Technisch gesehen bist du weg. Nur wenn du es glaubst. Die Persönlichkeit bist du, aber du bist Seele. Und die Seele ist nicht fort, solange dein Körper noch atmet. Richtig? Also meine Frage ist, Leute, viele meiner Zuhörer haben mich das gefragt. Sie sagen, meine Mutter hat Demenz oder Alzheimer und sie erkennt mich nicht mehr, aber sie lebt noch. Und das ist so, was ist der Sinn davon? Warum müssen sie das durchmachen, wenn sie es eigentlich gar nicht richtig erleben kann? Sie lernt aus diesem Leben keine Lektion, weil ihr physischer Verstand ist nicht mehr hier. Das höre ich ständig. Gibt es also etwas, das Sie den Menschen sagen können, die das durchmachen? Wir scheinen unabhängige Wesen zu sein und in gewisser Weise sind wir das auch, aber wir sind interdependente Wesen. Also, wenn wir das große Ganze betrachten, was ist mit den Pflegenden, die all ihre Liebe geben? Und wenn wir wissen, dass die Seele desjenigen, der an Demenz leidet, in Ordnung ist, dann erleben sie bereits das Leben jenseits des Schleiers. Sie sind bereits unter ihren Lieben, die vor ihnen gegangen sind. Eine großartige Gelegenheit für die Pflegenden, Geduld zu lernen und Mitgefühl zu entwickeln, sowie das große Ganze zu verstehen. Meine größte Erfolgsgeschichte in dieser Hinsicht ist ein Herr namens Lee Smith, den ich in meinem Podcast hatte, nachdem er mir geschrieben hatte, dass er meinen Kurs über Geisteskommunikation besucht hat. Und er hörte mich über die Seelen von Menschen mit Demenz sprechen, dass sie immer intakt sind. Die Seele bleibt stets ganz und vollständig. Er hatte eine Frau mit Demenz und überlegte, ob Kommunikation möglich sei. Und er bemerkte, dass sie, wenn er es versuchte und sie aufgeregt war, vollkommen ruhig wurde. Wow! Selbst nach ihrem Tod kommunizierte er weiter mit ihr und erhielt Antworten. Man muss kein herausragendes Medium sein, um, wie wir Normalsterblichen, im Hier und Jetzt seelisch mit einem geliebten Menschen in Kontakt zu treten, auch wenn dieser Demenz hat, auch wenn du sie nicht wahrnimmst. Er bemerkte,
jedes Mal einen Unterschied in ihrer Ruhe, wenn er von Seele zu Seele sprach. Das ist der Name meines nächsten Kurses beim Shift Network. Ich habe ihn schon unterrichtet. Es war der beliebteste Kurs, den das Shift Network je hatte. Also wiederholen wir ihn live und da ich stets Neues lerne, wird der Kurs etwas anders sein. Aber es ist nicht. Alex spricht mit die Seele deiner Mutter. Du musst lernen, in Alex' Seele überzugehen, die mit der Mutterseele spricht. Wir lernen, unsere menschliche Rolle zu verlassen, weil das ist eine begrenzte Perspektive gegenüber der Seele. Ich liebe es, Menschen zu zeigen, wie es geht. Nach all den Klienten, mit denen du gesprochen und den Menschen, denen du über Jahre mit deinem Channeling geholfen hast, kannst du ein Beispiel für ein transformatives Ereignis nennen, das einem Klienten oder dir passiert ist? Aufgrund eines, wir wissen von dir und deiner verstorbenen Tochter, aber gibt es ein spezifisches Beispiel mit einem Klienten? Alles Mögliche, viele Beispiele. Ich bin mir sicher, ich habe so viele Geschichten und hoffe, diese noch nicht erzählt zu haben. Es könnte sein, dass ich das tat. Eine Frau trauerte tief um ihren Mann und ihr Arzt wusste nicht weiter. Er meinte, es gibt eine Frau Angie in unserer Gemeinde, die angeblich mit Verstorbenen spricht. Sieh sie doch mal. Ich kannte Angie bis dahin nicht. Ich wusste nichts über sie. Ihr Arzt schickte sie zu mir. Als sie eintraf, sagte ich, oh, ich erkenne, warum Sie hier sind. Ihr Mann ist verstorben durch etwas, das in seinem Kopf platzte, wie ein Aneurysma. Sie bestätigte, ja, es war ein Aneurysma. Ich fuhr fort, er ist sehr stolz auf Sie. Er sagt, Sie haben England besucht, das erste Mal, seit er verstarb. Und sie sagte, wie wissen Sie das? Und ich sagte, weil er genau hier ist. Er spricht mit mir, erzählt mir davon. Ich habe seine Persönlichkeit genau beschrieben. Aber der entscheidende Moment, Alex, war, als ich sagte, oh, Ihr Mann hat gerade gesagt, sagen Sie nicht, die Tabletten in der Handtasche zu nehmen. Sie schaute mich an und sagte daraufhin, niemand weiß es, aber ich hielt bei Walgreens an, holte genug Pillen, um Schluss zu machen. Hätte ich heute nichts von ihm gehört? Wow. Ein Jahr später sah ich sie wieder, was ich vergessen hatte. Ich sollte vor einer Gruppe vergleichbar mit einem Damenlunch reden. Viele Skeptiker im Publikum dachten, was soll das? Ein Medium bei uns? Auch religiöse Bedenken waren unter den Zuhörern spürbar. Sie trat vor und erklärte, ich bin die Vizepräsidentin dieser Gruppe. Darf ich Sie vorstellen? Ich erinnerte mich kaum an ihre Sitzung, diesen Moment aber hatte ich vergessen. Als sie so sprach, lassen Sie mich Ihnen sagen. Jeder verschränkte Arm im Publikum sank. Die Leute waren verblüfft, denn sie kannten sie. Sie war lebhaft, fröhlich und lebte ihr Leben voll aus. Es macht einen Unterschied zu wissen, dass dies nicht die einzige Welt ist. Es ist irgendwie sehr beruhigend, das zu wissen. Mein Leben hat sich vor Jahren, Jahrzehnten verändert, als ich anfing, zumindest auf einer grundlegenden Ebene zu verstehen, dass es mehr gibt als nur das, was wir sehen, dass es und dass wir Teil von etwas Größerem als uns selbst sind. Dies ist eine Art angeborenes Bedürfnis, das die Menschen haben, zu wissen, dass sie Teil von etwas Größerem sind als nur von sich. Du bist glücklicher und zufriedener. Und selbst wenn, Mann, viele Leute so sind, glaubst du wirklich, dass es so etwas wie Engel und Geistführer und dieses andere gibt? Ich muss unbedingt das Neueste mit dir teilen. Okay, ja, fang bitte an. Fang an. Ich möchte gern zum Thema Geistführer zurückkehren. Mach es bitte. Weil wir überhaupt Geistführer gesprochen haben. Aber manchmal kommen unsere Lieben zurück, um uns zu leiten. Und ich war nie schockierter, als meine Freundin in physischer Gestalt, Brenda, die ich nur 3 Jahre kannte, aber recht gut kennengelernt habe, hinüberging und jetzt mein Mediumführer ist. Ich kann ihr Kichern jetzt gerade hören. Sie war meine Schülerin. Sie hatte, und das sage ich mit einem Augenzwinkern, die Frechheit, allen zu erzählen, Susanne und ich werden gemeinsam das Mediumsein unterrichten. Und ich dachte, das ist ganz schön vermessen oder frech, denn sie lernt es gerade erst. Ich mache das jetzt seit über 10 Jahren, was im Vergleich zu anderen Medien nicht lange ist, aber sie erzählte allen, wir wären Schüler und dann würden wir gemeinsam unterrichten. Dann ist sie an Krebs gestorben, hat sich innerhalb von Stunden nach ihrem Ableben bei mir gemeldet mit den überzeugendsten Beweisen, die mir je jemand geliefert hat, dass sie es wirklich war. Und ehe ich mich versah,
erschien sie vor meinen Lesungen mit meinem Hauptgeistführer und sagte, ich bin hier, um dir bei deinen Lesungen zu helfen und ich werde dir helfen, deinen nächsten Kurs mit dem Shift Network zu lehren. Und sie hat es getan. Jetzt unterrichten wir gemeinsam das Mediumsein. Also lassen Sie mich Ihnen das fragen. In Ordnung. Okay, zunächst einmal, das ist eine unglaubliche Geschichte. Aber was ist es dann? Denn offensichtlich hatte sie in diesem Leben nicht das Wissen dazu. Sie muss also aus einer langen Reihe von anderen Leben stammen, in denen sie quasi in dieses Leben kam, um welche Lektion auch immer zu lernen, die sie lernen musste. Aber sie war eine echte Meisterin, weit über deine Fähigkeiten hinaus, und kam zurück, um zu helfen, oder? Nicht unbedingt beim Mediumsein. Oh, Junge. Unmittelbar bevor sie starb, erlebte Brenda eine sehr bedeutende Erweckung. Sie verabscheute sich ihr Leben lang. Ihre Eltern machten sie wirklich wegen ihres Gewichts, ihrer sexuellen Orientierung und so weiter fertig. Sie hasste sich zutiefst. Doch bevor sie starb, lernte sie Selbstliebe und begriff, was unsere Seelen wirklich sind. Ihr Mantra, gegeben von meinen Führern: Ich bin frei. Frei von menschlichem Leid und Blödsinn. Ein Glaubenssystem, das uns fesselt. Gefangen im Leid. Sie war ein anderer Mensch geworden. Sie ging hinüber auf die andere Seite und als sie zurückkam, sagte sie mir, ich sei nicht allwissend geworden, aber sie war Schulleiterin und Lehrerin. Und nun, sie gibt mir keine Anweisungen bei einer Lesung. Sie führt die Geister meiner Klienten über den Schleier hinüber. Sie ordnet sie und bringt sie in Reihenfolge. Wer wird als Erster gehen? Sie erklärt ihnen. So arbeitet Susanne. Sie möchte wirklich wissen, wie ihr gegangen seid. Sie möchte wirklich wissen, welche Arbeit ihr geleistet habt. Sorgt also dafür, dass ihr es ihr mitteilt. Gebt ihr Neuigkeiten, denn ohne aktuelle Ereignisse ist sie unzufrieden. So spürt der geliebte Mensch eure Nähe. Das sind ihre Symbole. Beispielsweise führte ich eines Tages eine Lesung durch. Und diese Frau, Klientin meines Vaters, kam durch und zeigte mir eine Spritze. Sie sagte, oh ja, das ist bedeutsam. Ich sagte, jetzt zeigt er mir einen Eskulapstab. Sie sagte, ja, er war Arzt. Und ich dachte nur, wow, das ist wirklich cool. In dem Moment sagte ich still zu mir, Brenda, das nächste Mal, wenn ich einen Geist habe, der Arzt war, ist das unser Symbol. Zeig mir einen Eskulapstab. Sag ihnen, sie sollen mir einen zeigen. Alex, am nächsten Tag. Das ist eine Fügung aus der Geisterwelt. Ich bin in einer Sitzung. Ich lasse den verstorbenen Gatten meiner Klientin durchkommen. Plötzlich erscheint ein Eskulapstab in meinem Kopf. Ich denke, das ist unmöglich, doch ich vertraue darauf, dass Brenda das nicht tat. Es war ihr Mann hinter dem Schleier, der den Eskulapstab erscheinen ließ. Ich sage, ich sah einen Eskulapstab, mein neues Symbol für den Arzt. Ich denke, ihr Gatte war Arzt. Oh ja, das stimmt, er war es. Und ich schaue einfach Brenda an. Los geht's, sie unterstützt sie. Andererseits ist sie da. Genial. Das machen die Guides eben. Und ich muss Ihnen sagen, für die Skeptiker unter Ihnen, wir spielen das Zeichenspiel. Jedes Mal, bevor ich mit einer Lesung starte. Noch bevor ich sitze, erzählt Brenda, was unsere Freundin Lynette neulich gemacht hat oder tut. Es ist sehr lustig und zeigt mir, dass ich auf Empfang bin, wenn ich aus ihren Geschichten herausfiltern kann. Ohne dass Lynette körperlich anwesend ist, um zu wissen, was sie gerade macht, bin ich bereit für meine Lesungen. Erst letzte Woche habe ich eine durchgeführt. Brenda meint, Lynette friert und zittert. Sie zeigte mir, wie Lynette auf ihr Handy einschlägt. Daraufhin textete ich Lynette, ich bin gleich bei einer Lesung. Lynette antwortet, Brenda denkt, du frierst, doch ich weiß, du bist in Atlanta. Wie kannst du frieren? Sie zeigt mir, wie du aufs Handy schlägst und Lynette antwortet per SMS. Sie sendet ein Bild zurück, sitzt im Zahnarztstuhl und hat gefroren. Eine Helferin brachte ihr eine Decke zum Umlegen. Sie schickt mir also ein Bild von der Decke und sagt, und mein Handy klingelt ständig, als würdest du mir schreiben. Und ich habe getippt, um es anzumachen. Nicht. Das Alltägliche wird wunderbar, wenn man sieht, wie es funktioniert. Das ist erstaunlich, sehr erstaunlich. Mach weiter, mach weiter. Ich liebe diese Geschichten. Diese Geschichte übertrifft das Spiel mit Schildern. Am nächsten Tag zeigte Brenda, dass Lynette eine Katze streichelte. Ich textete ihr, sie antwortete, ich streichle gerade eine Katze. Und Lynette tat es wirklich.
Aber der absolute Knüller war, als ich mich zur Lesung setzte, sicher, empfangsbereit zu sein. Ich stimmte mich ein, was Anpassung brauchte. Also, Brenda, was macht Lynette? Nichts, kein Mucks. Sehr ungewöhnlich. Oh, oh, liegt es an mir? Brenda? Dann schien sie zu sagen, Entschuldigung, ich bin etwas spät. Ich war bei Freundin Jane. Ich kannte Jane, doch seit einem Jahr gab es keinen Kontakt. Brenda meinte, Jane stecke in Schwierigkeiten. Mir war klar, dass es ein Zeichenspiel sein musste. Daher schickte ich Lynette eine Nachricht, dass ich Probleme hatte, mich auf Brenda einzulassen. Sie kam zu spät. Sie behauptet, sie sei bei Jane, die physisch anwesend ist und Probleme hat. Lynette antwortet per Nachricht. Ich habe seit Monaten nicht mit Jane geredet. Keine Ahnung. Darauf sage ich, oh, oh, keine Zeit zum Nachprüfen. Ich gehe einfach davon aus, dass es stimmt. Ich mache jetzt meine Lesung. Dann habe ich sie gemacht. Es lief gut. Nachdem es vorbei war, sah ich aufs Handy. Bist du bereit? Lynette kontaktierte Jane. Und Jane sagt, es stimmt. Ich stehe vor großen Herausforderungen. So groß, dass ich wissen musste, ich bin nicht allein. Ich weiß, du, Brenda und Suzanne spieltet das Zeichenspiel. Also sagte ich, Brenda, wenn du und die Geistführer bei uns seid, nehmt meine Herausforderungen als euer Zeichen. Verstehst du? Ihr habt eine lebhafte Truppe drüben. Sie sind wirklich unterhaltsam und lustig. Jane ist physisch hier. Sie bat den Geistführer, mir zu sagen, diesen Weg zu gehen. Das Netz ist. Das ist sehr bemerkenswert. Ich versuche also nicht, Skeptiker zu überzeugen. Ich teile einfach diese Geschichten. Wenn du glaubst, es sei Unsinn, ist das dein Glaubenssystem. Doch das sind echte Erfahrungen, die mehrere bezeugen können. Ich nenne sie Noes, unerklärliche Momente. Und ich habe Tausende davon. Es klingt verdammt spaßig, aber es ist auch heilig. Nun lassen Sie mich Ihnen dies fragen. Welche größten Schwierigkeiten erleben Menschen beim Versuch, Kontakt zu ihren Geistführern aufzunehmen? Der Glaube ist die erste Hürde zum Überwinden. Das ist nicht möglich, das ist albern. Was werden die Leute denken? Dass sie nicht existieren. Wenn man es einfach zulässt, dass es wahr ist, besteht die größte Herausforderung darin, wie man erwartet, von ihnen zu hören. Sie sprechen anfangs nicht immer deutlich, wenn man die Feinheiten ihrer Ausdrucksweise noch nicht kennt. Anders als in Momenten, wo sie sagen, halt, es kann sehr subtil sein. Manche Zeichen könnten entgehen, eine große Herausforderung also. Es erfordert, präsenter zu sein, im Wissen, dass eine gestellte Frage irgendwie beantwortet wird. Es ist vielleicht kein Gedanke, sondern jemand sagt das Richtige oder es erscheint auf einer Werbetafel. Es gibt viele andere Wege, doch bleibt dies eine große Herausforderung. Lassen Sie uns doch unser Gesprächsthema auf dunkle Energien verlagern. Dunkle Natur, solche Dinge eben. Denn ich bin, wie ich immer sage, ein genesender Katholik und das ganze Konzept von Himmel und Hölle, dass es Dämonen und Mistgabeln gibt und sie hier sind, um dir weh zu tun und all diese Dinge. Aber weißt du, auf meinen Reisen habe ich von mehreren Menschen mit Nahtoderfahrung, durch Channelings, durch Hellseher, durch Medien gehört, dass es tatsächlich dunkle Energien, dunkle und Entitäten gibt, die verursachen. Unheil und ähnliches. In dieser Show habe ich mich wahrhaftig nie damit befasst. Diese Frage stellte ich kein einziges Mal. Ehrlich gesagt, ich wuchs kubanisch auf und kenne etwas namens Santeria. In der kubanischen Tradition, die schwarze und weiße Magie beinhaltet, habe ich stets gesagt, ich respektiere es einfach und werde mich nicht damit befassen. Es gehört nicht zu meiner Welt. Ich respektiere es. Wenn man von Voodoo und solchen Dingen hört, sage ich nur, ich weiß nicht. Es ist nicht meine Welt. Und deshalb tauche ich das erste Mal sozusagen ein, weil es weit verbreitet ist. Ich würde gerne Kommentare oder Fragen vom Publikum über das Wesen und den Zweck dunkler Entitäten erhalten. Was denken die Leute ehrlich gesagt darüber? Was ist, wenn es keinen Zweck braucht? Was, wenn es einfach existiert, als Nebenprodukt unserer Unkenntnis über unser wahres Selbst? Kehren wir zum Anbeginn der Menschheit zurück. Menschen waren stets von der Außenwelt und dem, was wir mit unseren Sinnen erfassen, angezogen. Kinder, die Geister sehen,
erinnern uns daran, dass wir Seelen sind und verlieren dieses Bewusstsein im Alter. Dies ist ein natürlicher Prozess des sich entwickelnden Gehirns. Kinder sind im Theta-Gehirnwellenzustand, der sehr formbar ist. Da ihr Gehirn üblicherweise im Theta-Wellenzustand ist, können Kinder Geister sehen. Doch mit etwa 14 Jahren wechselt man ständig in den Beta-Zustand, nutzt mehr die linke Hemisphäre und fokussiert auf die objektive Welt, ohne zu merken, dass Geistführer sprechen. Wir nehmen so wahr. Um unsere Geistführer zu hören, müssen wir lernen, Alpha- und Theta-Zustände zu erreichen. Da Menschen zur äußeren Welt hingezogen werden, fällen wir Entscheidungen, die nicht mit der Seele übereinstimmen. Wir verletzen, töten und sind gemein zueinander. Diese negativen Energien existieren und formen ein Bewusstseinsfeld, das nicht in Liebe schwingt. Es ist eine Energie, die ohne Zweck existiert, ein Ergebnis schlechter Entscheidungen und Unwissenheit, bestimmt Licht zu sein. Du wirst mit Personen sprechen, die psychedelische oder Nahtoderfahrungen hatten, wie Dr. Eben Alexander, der durch dieses höllisch wirkende Feld gegangen ist. Das ist die kollektive Energie da draußen, also gehört das zu unserer Aufgabe, nicht mehr zu diesem Bereich beizutragen. Um unser Licht so hell zu entfachen, dass wir es tatsächlich auflösen. Denn es ist ein Schattenfeld. Ich sehe diesen Schatten hier hinter mir an der Wand. Ist er echt? Und es ist ein Mangel. Es ist nur ein Widerschein dieses Lichts. Also hat Dunkelheit keine eigene wirkliche Macht. Es ist die Abwesenheit von Licht. Doch Licht ist eine eigene Kraft. Wenn also Leute nach Schutz fragen, weiß ich, dass wir anziehen, was wir ausstrahlen. Wahrscheinlich hast du noch keine Erfahrung mit Santoria gemacht, weil du zwar weißt, dass es existiert, aber keine Angst davor hast. Ich las ein Buch über Außerirdische, um mich zu informieren. Der Autor erzählte von kleinen Kreaturen neben seinem Bett, die ihm große Angst machten. Er fiel wohl aus dem Bett und realisierte dann, dass es sein Glaubenssystem war. Als die Wesen erneut erschienen, konfrontierte er sie und fragte, warum seid ihr hier? Wer seid ihr? Und sobald er keine Angst mehr vor ihnen hatte, kamen sie gar nicht mehr zurück. Gibt es also tatsächlich böse Wesen? Vielleicht, aber ich behaupte einfach und weiß, ich bin das Licht, das durch dieses menschliche Gefäß fließt. Und die Dunkelheit, falls sie existiert, wird jene heimsuchen, die Angst haben. Diejenigen. Ich habe gehört, Leute sagen, das sei glaubwürdig. Dieser Poltergeist sind Energiefelder, die sich um Personen mit illegalem Drogenkonsum oder Alkoholismus manifestieren können, weil ihre Energie ist nicht so stark und weniger erfüllt von Licht. So sieht man, dass in uns ein Sinn existiert. Die Verkörperung der Liebe zu sein und das stärkste Licht auszustrahlen, sodass es keinen Ort gibt, an dem die Dunkelheit lauern könnte. Meine geistigen Führer ließen mich mitten in der Nacht eine Panikattacke erleben, obwohl ich normalerweise keine Panikattacken habe. Aber du denkst, du wirst sterben. Es war erschreckend. Und ich rief sie sofort an. Was ist los? Helft mir. Und sie sagten, sieh es dir an. Beobachte es. Diese Angst. Es war, als hätte mir jemand metaphorisch Zigarrenrauch ins Gesicht gepustet. Es war schrecklich. Aber dann zog es buchstäblich durch mich hindurch und nichts blieb übrig. Ich schaute sie an und fragte, was das sollte. Und sie sagten, es sei, um zu zeigen, dass Angst vergänglich ist, das Licht des Bewusstseins, des reinen Seins, jedoch dein dauerhafter Zustand. Wirklich interessant, denn es gab da eine Nahtoderfahrung. Ich erinnere mich, dass sie tatsächlich anfangs in einen höllischen Ort kam und sie war in einem Nichts und es gab so dunkle Kreaturen oder Energien, die an ihr zerrten und all solche Sachen. Und sie ging buchstäblich. Eine Welt im Stil von Mad Max, in der sie anscheinend eine Weile lebte. Aber dann, als sie beschloss, dass es genug war. Ich dachte, ob Jesus oder Licht kam und sie herausholte. Und dann fragte sie, warum musste ich das erleben? Sie sagte, weil du geglaubt hast. Das gehörte zu deinem Glaubenssystem. Lebenserfahrung. Alles ist eine Erfahrung im einzigen Bewusstseinsfeld.
das vollständig und Ganzheit selbst ist. Daher ist im Feld alles möglich. Doch die grundlegende Essenz der Ganzheit ist totale Verbindung. Das ist die Definition von Liebe. Alles, was entsteht, ist vergänglich. Wir mögen durch höllische Erfahrungen gehen, mögen sie durchstehen, aber auch das wird vorübergehen. Denn alles ist vergänglich, es sei denn, wir erfüllen es mit Macht. Es vergeht. Was bleibt? Frieden, das Licht des Bewusstseins, Ganzheit. Welch ein Versprechen ist das? Welches Versprechen mir Führer geben, ist Wahrheit. Also existieren keine Dämonengeister, aber ich möchte nachfragen, denn ich glaube, ich habe Sie das schon in einer anderen Folge gefragt. Wie wissen Sie, dass die Wesenheiten, die Sie kanalisieren, wirklich sind hier positive Energien, um zu helfen? Gibt es dann auch Wesen, die Unheil anrichten und Chaos verursachen? Menschen glauben. Menschen glauben. Aber du kannst erkennen, welche Ratschläge gibt dir diese Wesenheit? Sie hilft. Genau. Was ist deine Absicht, in eine Sitzung zu gehen, um hilfreich zu sein? Menschen lieben Drama und Angst. Ich habe deine Schlagzeilen gesehen, Alex. Ich treffe den Nagel auf den Kopf. Du fesselst mit dem Wissen, sieh das an, bevor es passiert, und das zieht an. Ich weiß es. Weißt du, was lustig ist? Es ist okay, dass du das erwähnst, denn viele fragen mich danach. Als Podcaster ist es meine Aufgabe, dich zu faszinierenden Gesprächen hinzuführen, wie zu unserem aktuellen. Warte ab, bis du das Gespräch siehst, das ich dafür vorbereite. Warte, bis du das Gespräch siehst, das ich verfasse. Nein, aber der Punkt ist, wenn ich es nicht mache, verfliegt es, oh, es vergeht, weil zu viel Lärm ist. Aber wenn du was hast, das Aufmerksamkeit fesselt, Ich weiß. und indem du das erfüllst, lockst du sie nicht oder so, du erfüllst es einfach. Ich liebe, dass du das sagst, denn genau darauf wollte ich hinaus. Dass ich das bemerkt habe. Unsere Welt ist so. Ich veranstalte monatliche Webinare, um aktuelle spirituelle Lehren zu teilen, die zeigen, wie wir unser Bewusstsein erweitern. Ich will mehr Menschen erreichen, denn du und ich besitzen wertvolle, nützliche Infos. Doch am wichtigsten ist, die meisten Teilnehmer hatte ich, als die Überschrift war, mein Mann war Minuten entfernt. Ein entzückendes und angenehmes Gespräch mit Susanne Geßmann. Könnten Sie sich das vorstellen? Wie eine Heilung, ein spirituelles Gespräch. Lass uns über Geistführer reden. Lala. Wenn ich das so sage, fesselt es nicht die Welt. Ehrlich gesagt, die Menschen, die sich davon angezogen fühlen, brauchen es am meisten. Und hier ist es. Ich hoffe, meine Formulierung hilft, dies aus einer anderen Perspektive zu sehen. Drama zieht uns an. Gut, verlasse nun den Bodensitz und begib dich auf den Balkon der Seele, blicke hinab und sage, ist das nicht interessant? Okay. Es zog mich rein, aber vielleicht sollte ich hören, Und ich sehe es nicht einmal als Sie hereinzulocken. Es ist eher so, als würde ich Sie anziehen. ich will Ihnen keine Probleme machen. Nein, ich habe kein Problem. Ich werde mich mit jeder Person anlegen, die damit ein Problem hat, denn meine Absichten sind ehrlich und ich versuche lediglich, den Menschen zu helfen. Herein und zum 4. Mal zurück. Vertraue mir, ich weiß das wirklich zu schätzen, denn ich sende manchmal Folgen erneut aus. Ich habe eine deiner früheren Episoden noch einmal veröffentlicht, weil du einer meiner allerersten Gäste warst. Ich glaube, du warst definitiv unter den ersten 100 Folgen, so denke ich. Und diese Folge ist irgendwie untergegangen, weil sie eine ältere war. Ich dachte mir, nein, in dieser Folge steckt viel Magie. Lass mich sie neu verpacken und wieder in die Welt setzen. Und diese Folge hatte, glaube ich, so um die 70.000 Aufrufe. Und nachdem ich sie neu veröffentlicht habe, sind es jetzt über 250.000. Und es ist dasselbe Gespräch, nur ein kleiner Kniff an der Verpackung. Und schau, wie viele 100.000 mehr Menschen dieses Gespräch sehen konnten. Verstehst du mich? Und genau das ist es, Alex. Es ist der Moment, in dem dir klar wird, dass wir wählen können, aus menschlicher oder seelischer Perspektive zu handeln. Keine ist richtig oder falsch. Beide sind wichtig. Wir sind Menschen. Ich bin auf einem spirituellen Weg, doch manche denken, das schließt Pragmatismus und Realismus aus.
während wir unsere Rollen spielen. Manchmal müssen wir harte Entscheidungen treffen und schwierige Pfade beschreiten. Falls jemand steht kurz vor Tschuschu. Was planst du zu tun? Ich werde versuchen, mit Liebe zu kommen, aber mein menschlicher Körper wird anders reagieren. Also vollführen wir diesen wunderschönen Balanceakt zwischen Mensch und Seele. Nein, ohne Fragen. Jetzt mit dem. Zurück in die Dunkelheit. Es geht um ein Feld, das schwingt sehr niedrig. Auf der Frequenz der Angst, der Frequenz des Hasses. Also nochmal, wenn du auf einer höheren Ebene schwingst, Liebe und Dienst bringst, den Menschen Freude bereitest, dann ist das gewissermaßen ein Schutz davor, nicht wahr? Ist das richtig? Ich habe gerade gesehen, wie du gezuckt hast. Geht es dir gut? Das war der Geist, die Energie, die gerade durchkam. Ich weiß, dass Menschen diese Videos mögen, weil dabei Energie übertragen wird. Es gibt keinen Zweifel, das war nur ein Funke dessen, was möglich ist. Du sprachst von unserer kürzlich beendeten Alaska-Kreuzfahrt, auf der ich 14 Stunden mit meiner Gruppe verbringen konnte, um tiefgehend zu teilen. Eine gute Freundin, Energieheilerin, war auch dabei und arbeitete mit 4 Personen aus unserer Gruppe. Sie kannte sie bereits von früheren Sitzungen und während der Kreuzfahrt suchten alle 4 sie für individuelle Behandlungen auf. Sie stellte fest, dass sie alle mehr verkörpert waren. Ihre Seelenenergie war stärker präsent und lebendig. Sie meinte, Susanne, die Leute auf deiner Kreuzfahrt, sie übertrugen Energie. Ich erwiderte, stimmt. So hatte jeder, der Materialien liest, Podcasts hört, Channeling-Sitzungen besucht oder Videos anschaut, von Menschen, die die Seele verkörpern und sich mit dem höheren Bewusstsein verbinden können, empfängt diese Energie. Wenn wir beginnen, diese höhere Schwingung auszustrahlen, dann das hellere Licht überstrahlt Dunkelheit, ein natürliches Ergebnis. Deshalb stört mich die reißerische Schlagzeile nicht, weil diese Programme machen einen Unterschied, energetisch und logisch, für die noch nicht so weit gereisten. Ich schätze das sehr. Ich möchte etwas mit dir teilen. Und das ist ein weiterer Bereich dieser Art von niederfrequenter Energie, auf die wir manchmal stoßen in Räumen. Ich benutze immer das Beispiel, wenn Mama und Papa streiten und du kommst rein und sie sind still. Wenn du reinkommst, wirst du denken, was zum Teufel ist hier gerade passiert? Du kannst es fühlen. Das ist auf einer sehr kleinen Ebene. Und ich werde eine Geschichte teilen, die mir passiert ist, als ich Ground Zero besuchte. Ich ging Jahre später zurück zu den Zwillingstürmen und als Kind war ich in den Zwillingstürmen. Ich erinnere mich noch, wie ich ganz nach oben gegangen bin und so weiter. Ich bin buchstäblich über die Straße gegangen, als ich lief. Zum Gehweg, wo die Denkmäler stehen, diese 2 riesigen wasserfallähnlichen Konstruktionen. Ich spüre gerade eine Last, diese Schwere. Energie hat mich einfach ergriffen. Ich dachte, oh Gott, ich habe es gespürt. Und dann, als ich hindurchging, bin ich hinunter ins Museum gegangen und ich bin herumgelaufen und habe ein paar kleine Gebete gesprochen, bevor ich hineinging und versucht, mich mit Licht zu schützen und so. Aber ich habe es gespürt. Es war greifbar. Es war greifbar. Also welchen Rat hättest du für Leute, die in Gebiete oder physische Gebäude, physische Räume gehen oder sogar in der Nähe von Menschen sind, die toxisch sind? Es gibt viele, denen wir auf unserer Reise begegnet sind. Wie können wir uns irgendwie davor schützen? Du bist dir bewusst, dass du dich freiwillig auf diese Situation einlässt. Und hoffentlich hilft dir das, durch Erlerntes und mögliche Einsichten zu wachsen. Es gibt viele Metaphern, um dich in eine Schutzblase zu hüllen, in einer durchlässigen Blase, die Liebe passieren lässt, aber nichts Schwereres, oder ein Feuerring, der wie ein Insektenvernichter wirkt. Solche Vorstellungen können wirklich nützlich sein. Ich habe versucht, einen Spiegel rund um mich aufzustellen, um alles zu reflektieren. Was meinen Mann am meisten stört, ist, wenn man an der Tankstelle keinen Beleg bekommt. Dann geht er rein, holt sich den Beleg und kommt raus. Ich habe den Spiegel um mich herum das erste Mal aufgestellt, als ich es versuchte. Er setzt sich hin und sagt dann, fluchend, weil er rein muss, um den Beleg zu holen. 30 Sekunden später meinte er,
Bin ich gerade etwas negativ, oder? Ich war sprachlos. Es wurde direkt auf ihn zurückgeworfen. Also, das ist nur ein kleines Beispiel, aber da weißt du, dass du in Energie bist, aber das kommt direkt auf dich zu, aber Schlachtfelder und Holocaust-Museen. Oh, im Zweiten Weltkrieg-Museum hielt ich es eine Stunde aus, dann musste ich zu meinem Mann sagen, ich muss raus, zu gehen. Es waren nicht nur meine Gedanken, es war die Energie. Ich betrat einen Second-Hand-Möbelladen und je weiter ich nach hinten kam, desto älter waren die Möbel. Es hatte dieses schwere Gefühl von den Leuten, die sie besessen haben, und ich musste gehen. Antiquitätengeschäfte kann ich nicht betreten, je sensibler ich werde. Weißt du was? Das ist wirklich auch interessant. Wenn ich in Antiquitätengeschäfte gehe, halte ich es eine Weile aus. Ich bin dann so. Es ist einfach so eine Art seltsame Energie. Darüber habe ich nie nachgedacht. Wir sind nicht gut, aber es ist für dich in verschiedenen Zeitepochen. Es ist also wirklich wichtig zu verstehen, was ich energetische Hygiene nenne, dass wir buchstäblich unser Energiefeld reinigen und klären können. Wenn ich Workshops halte, richte ich an mein Publikum eine sehr ernste und persönliche Frage. Wie viele von Ihnen duschen eigentlich regelmäßig? Dann sind die Leute so schockiert, dass sie nicht mal die Hand heben. Ich sage, wirklich? Niemand? Natürlich tun wir das. Wir duschen regelmäßig. Dann frage ich, okay, ihr säubert euren physischen Körper, aber wie oft reinigt ihr euren energetischen Körper durch Chakrenreinigung und Balancieren? Nutzt ihr eine Technik zur energetischen Reinigung von Räumen? Als Anfängermedium gab ich rund 600 Lesungen und bemerkte, dass meine Genauigkeit abnahm. Und ich wandte mich an meinen Geistführer und fragte, was ist los? Und der Geistführer sagte, du hast all diese Lesungen hier gemacht und nie die Energie im Raum gereinigt. Jetzt würden andere Energiearbeiter wahrscheinlich sagen, oh mein Gott, machst du Witze? Aber ich weiß, du kanntest das nicht, oder? Niemand hat mir vom Reinigen des Energieraums erzählt. Meine beiden Lehrer bis zu diesem Zeitpunkt haben es nie erwähnt. Und ich sagte, das soll ich machen. Und es war nicht so, dass die Menschen im Geiste oder die Clinton schlechte Menschen waren, aber es waren viele trauernde Menschen. Und viele, deren Energie das Gegenteil von meiner war. So erlernte ich Methoden, um Energie zu reinigen, was die Genauigkeit sofort verbesserte. Und das gilt auch andersherum, denn es gibt Leute, bei denen denkst du, Bob kommt vorbei. Oh, nicht Bob. Oh Gott, bitte nicht Bob. Aber dann ist da noch, aber seine Frau kommt mit. Sally. Sally mögen wir. Nimm Sally mit, ja. Sie ist wirklich lustig. Sie ist wie die Seele der Party. Leute, das ist so eine feine Energie, fast wie, oh mein Gott. Kenne Disharmonie und Resonanz. Mein Mann nahm mich mit, seinen Kollegen und dessen Frau kennenzulernen. Wir aßen im Restaurant zu Abend. Es war unangenehm. Als der Abend endete, ging ich. Zu meinem Mann sagte ich, oh mein Gott, die beiden hatten sicher einen heftigen Streit vor unserem Treffen. Er fragte, warum? Er hatte es einfach nicht bemerkt. Die Empfindsamkeit variiert stark. Am nächsten Tag entschuldigte sich sein Kollege bei der Arbeit. Tut mir leid für gestern. Meine Frau und ich hatten einen furchtbaren Streit davor. Er hatte nichts gespürt. Man spürt gleich, ob man mit jemandem auf einer Wellenlänge ist oder nicht. Deshalb, Alex, ein wertvoller Tipp, um das Bewusstsein zu schärfen. Versuche nicht zu sagen, ich weiß, du musst dir keine Gedanken machen, aber Zuhörer könnten gewohnt sein zu sagen, ich kann diese Person nicht ausstehen oder ich mag sie nicht oder ich hasse sie. Ich benutze dieses Wort ungern. Spüre den Unterschied. Ich gegenüber dir. Ich kann sie nicht leiden. Ich mag sie nicht, im Gegensatz zu. Es ist eine objektive Tatsache. Sie sind einfach nicht mein Ding. Sie liegen nicht falsch. Sie sind einfach sie selbst. Wir können nicht mit jedem harmonieren, nicht wahr? Es geht zurück auf Energie, Energiefelder. Und das sind sogenannte böse Entitäten. Wir sind ein Feld aus Energie. Es gibt Energiefelder, die sehr niedrig sind und sie können uns beeinflussen. Doch wenn wir bekräftigen, wer wir sind, was wir sind, das Licht des Bewusstseins, Ganzheit im Ausdruck, es löst sich auf. Denn ein Schatten erträgt kein Licht, vor allem kein direktes. Absolute Dunkelheit kann es nicht ertragen, zweifellos. Nun, es ist eine schwierige Frage, aber ich stelle sie dennoch. Gibt es daraus eine Lektion? Sie sind wichtig.
Die wichtigste Lektion oder Erkenntnis, die mir meine Geistführer gegeben haben in meinem Leben, das ist einfach so. Wenn ich genau eine Sache benennen müsste, die ich von meinen Geistführern gelernt habe, dann ist es diese. Es war einfach zwei schmerzhafte, demütigende Lektionen für das Ego. Ich erinnere mich, ich habe geweint. Einfach erinnere ich mich. Wirklich schrecklich. So sehr, dass ich sie nicht teilen mag. Sie waren ein Geschenk, weil es der Anfang war. Und nun spüre ich, wie das Ego sich einschleicht. Ich betrachte es und denke, ja, das ist Teil der menschlichen Natur. Doch auf dieser Kreuzfahrt brauchen wir das nicht, um 500 Menschen im Theater zum Lachen zu bringen. Ich verstehe, warum Komiker das lieben. Adrenalin wird freigesetzt und es fühlt sich toll an. In den ersten 4 Nächten dieser Kreuzfahrt konnte ich nicht schlafen, weil mein Körper den Moment ständig wiederholte. Das Gehirn wiederholte ständig, wie sie lachten, wie sie es liebten, als ich sprach. Das verursachte Euphorie. Überflutet von Adrenalin konnte ich nicht schlafen und dachte, das ist absurd. Das meinten auch die Guides. Sie sagten, benutze einfach Drehbuch. Wenn du diesen Rausch spürst, weil das alles ist, was du tust, eine Rolle spielen, ein Drehbuch ausagieren, als Seele, dann sag Drehbuch und es stoppt irgendwie diese zwanghafte Wiederholung im Keim. Und dann sagten sie, benutze das Wort Ausstrahlung. Das sind wir alle, die Ausstrahlung des Lichts des Bewusstseins. Und das fühlt sich so gut für mich an, Ausstrahlung zu sein. Wir sind hier, um unser Licht scheinen zu lassen. Deshalb ist es so befriedigend, anderen zu dienen und freundlich zu sein. Wenn wir uns erinnern, bei Ausstrahlung gibt es keinen Wettbewerb, kein Ich gegen dich, kein Ich bin besser. In wahrer Ausstrahlung liebe ich dich einfach. Und wenn dir meine Witze gefallen, dann ist das ein Skript, das ich spiele. Das ist toll, aber lass mich einfach sein. Strahlend. Diese Lektion war sehr schwierig, nicht schön. Oh, nie wieder erleben möchte ich das, doch sie führte zu diesem Ergebnis. Es ist eine wertvolle Lektion, die zu lernen ist. Etwas, woraus wir alle Nutzen ziehen können. Ich hatte diese Chance. Ich führte ein Interview mit einem gigantischen, monströsen Rockstar und fragte ihn, hey, es gibt nicht viele Menschen auf diesem Planeten, die vor 100.000 Leuten ihre Namen schreien, 1,5 Stunden lang im Wembley-Stadion. Und diese Welle der Energie kommt auf dich zu. Wie bereitest du dich auf diese Energie vor? Und wie gehst du danach damit um? Er ist echter Traditionalist. Er war in der Show. Das ist Bruce Dickinson von Iron Maiden. Stell dir vor, du bist wie der Frontmann einer legendären Heavy-Metal-Band aus den 80ern, die noch immer aktiv ist. Sie sind wie die Rolling Stones, sie hören einfach nicht auf. Also, er war ein alternder Rockstar, kein junger Kerl mehr. Er sagte etwas wirklich Interessantes. Wenn du auf der Bühne bist, überträgt sich alles, was du fühlst, auf das Publikum, weil er das auch verstanden hat. Ich meine, wo glaubst du, kommt es her? Die meisten großen Künstler verstehen das. Es ist nicht ihr eigenes Werk. Die meisten, nicht alle. Die meisten Künstler verstehen das. Es wird Schriftstellern, Schauspielern, Malern zuteil. Sie erfassen es. Also hat er es auch begriffen. Und er hat es, das Schönste, die kraftvollste Stimme, die ich je in meinem Leben gehört habe. Und er sagt, nachdem wir fertig sind, habe ich tatsächlich eine Routine, die ich mache, um von dem Hoch herunterzukommen. Denn wenn du nicht die Wartungsarbeit machst, von der du gesprochen hast, wie das Zimmer zu räumen, ist es zu viel. Also er hat tatsächlich etwas, ich habe vergessen, was der genaue Prozess ist, aber er hat etwas. Er kommt von der Bühne, er macht dies, das und jenes. Dann macht er das und am nächsten Tag macht er dies, um sich langsam davon zu entwöhnen, weil es süchtig macht. Und wenn man nicht aufpasst, es kann dich zerstören, wie so viele Rockstars, die wir kennen, so viele Filmstars, so viele Musiker, so viele Künstler in anderen Bereichen, wenn sie diese Art von Aufmerksamkeit erfahren. Ja, sie werden süchtig nach dem Adrenalin, der Aufmerksamkeit. Das hat eine besondere Energie. Es ist spannend, so lange in Hollywood zu sein, wo ich viele dieser Filmstars persönlich kennengelernt habe.
Sie wissen schon, jemand wie Meryl Streep oder Denzel Washington, so bodenständig, einfach bodenständig. Und dann trifft man einige dieser jüngeren Leute, die sich fragen, warum schaut niemand zu mir? Ich muss jetzt irgendwie für Drama sorgen, damit man mich beachtet. Ich brauche Aufmerksamkeit. Ich brauche all dies hier. Es handelt sich übrigens um Hollywood. Hat das nicht von sich aus auf Lager. Viele, die bedürftig sind, verhalten sich oft auffällig, um Aufmerksamkeit zu erlangen. Doch es ist faszinierend, mit jemandem wie Bruce zu sprechen, der solch eine Energie ausstrahlt. Stell dir vor, du stehst vor 500 Personen. Nun imagine, es wären 100.000 jede Nacht, jeden Tag auf einer Tour über 6 Monate. Finde einen Weg, damit umzugehen. Ja, Es ist eine immense Menge an Energie, die auf dich zukommt. Zum Schluss, welche Botschaft möchtest du denen mitgeben, die kurz vor ihrer eigenen spirituellen Erweckung stehen und nach etwas Orientierung suchen? es ist genau hier. Mein größter Erweckungsmoment ereignete sich, nachdem ich mir die Zähne geputzt hatte. Keine Fanfaren, nicht Gott mit donnernder Stimme. Ich drehte mich um und wusste plötzlich, einfach so. Dies ist Gott, der durch diese, deine und aller Augen blickt. Er ist kein einzelnes Wesen, sondern wahrhaftig dies. Seinszustand, aber es ist nur dieser winzige Vorgeschmack davon, solange wir in diesem Körper sind. Aber ich wusste es einfach durch Gnade. Alles, was ich gelernt und gefühlt und in der Meditation erfahren habe, worüber ich gelesen und mich über die größere Wirklichkeit informiert habe. Das half mir, zu diesem Moment zu kommen, aber schließlich kam die Erkenntnis durch und sagte, Moment mal, das, wonach ich gesucht habe, ist genau hier. Aber es ist nicht so aufregend, aber Moment mal. Es ist immer hier. Ich muss nicht mehr außerhalb von mir selbst suchen. Da kannst du sagen, ich bin frei. Wunderschön, wunderschön. Normalerweise würde ich Ihnen jetzt meine Fragen stellen, die ich all meinen Gästen stelle, aber Sie haben sie bereits 3-mal beantwortet. Also, ich mache das jedes Mal, ich mache das jedes Mal, ich mache das jedes Mal. Bei jedem Interview bitte ich meinen Gesprächspartner, lasst es uns frisch angehen. Denn wenn man Leuten zuhört, die ihre Geschichten erzählen, wissen Ehepartner das nur zu gut, oh, da kommt diese Geschichte. Sie erzählen Wort für Wort jedes Mal dieselbe Geschichte. Also habe ich meine Gesprächspartner gebeten, wenn ihr es mir jedes Mal frisch gebt, wird es frisch sein. In Ordnung, dann lass uns damit beginnen. Ich weiß nicht mehr, was die Frage war. Also, was ist deine Definition erfüllten Lebens? Ein erfülltes Leben führen. Wow. Okay, unterbrichst du mich? Keine sofortige Antwort darauf erhalten. Es fühlt sich nicht mehr leer an. Deshalb gibt es nicht das eine Ding dafür. Es kommt mit dem Erwachen. Liebe das wunderschön. Wenn du jetzt könntest, in eine Zeitmaschine zu steigen, zurückzugehen und mit der kleinen Susanne zu reden, welchen Rat gäbest du ihr? Du bist nicht allein. Ich gab wohl diese Antwort, aber ich war sicher, dass ich es bin. Ja. Wie definierst du Gott? Alles umfasst, Ganze. Und die Kleinigkeiten und die großen Dinge? Und was ist der eigentliche Sinn des Lebens? Liebe in ihrer ganzen Kraft erleben. Das ist mein Akronym für Leben. Vollkommen. Sich darin zu wälzen und noch Schöneres zu erschaffen. Aus dem, was schon prächtig ist. Und wo können die Leute mehr über dich erfahren, was du machst und dein? Neuer Kurs mit dem Shift Network, susannegemmen.com. Dort findet ihr ganz unten einen Link zu meinem Kurs Seelenkommunikation, ebenfalls unten auf eurer Seite, aber auch auf susannegiesman.com und meinem YouTube-Kanal. Allerlei tolle Sachen dort draußen. Danke. Was ist deine Abschiedsbotschaft oder die der Geistführer für das Publikum? Abschied der Geistführer. Nachricht an das Publikum. Sie sagten, hört auf Alex, denn er ist empfangsbereit. Das ist wunderschön, das ist so süß. Danke sehr. Vielen Dank, liebe Guides, und danke, Susanne, dass du wieder in der Show bist. Du bist jederzeit wieder willkommen. Du bist mein Don Rickles, du wirst jedes Mal wiederkommen. Wir sind glücklich, wir sind glücklich. Ich bin alt genug, um mich an Don Rickles Aussehen zu erinnern. Das muss mich fertig machen. Ebenso, mein Lieber. Ich schätze dich und alles, was du tust, um die Welt zu erwecken. Also danke. Danke sehr. Danke fürs Zuschauen. Klicken Sie unten auf ein Video, um fortzufahren, und vergessen Sie nicht zu abonnieren.